Hallo, hallo, wer ist denn da? Ist der Max in München? Hallo Max, hier ist Stefan aus Leipzig. Stefan, grüß dich. Das ist unser dritter Testcase in Bezug auf 5G. Broadcasting, den wir mit Vodafone zusammen machen. Wir haben schon, wie gesagt, 2 Cases gehabt, haben uns so ein bisschen nach oben gearbeitet, was die Größe der Cases anbelangt. Und heute haben wir schon einen sehr, sehr schwierigen Case, aber einen auch, der uns sehr, sehr viel Spaß machen wird. Sprich mich bitte noch mal kurz an. München für Leipzig, könnt ihr mich hören? Top. Der Plan ist folgender. Wir haben einen Moderator hier in München sitzen, der diese ganze Watchparty quasi leiten wird, der mit eben unserem Experten Robin Goossens in Bergamo sprechen kann, mit Melanie Leupolz in London. Wir haben einen Datenexperten in Düsseldorf sitzen und eben unsere Reporterin Ann-Sophie in Leipzig. Und er kann quasi jederzeit auf jeden zugreifen. Wir können sie alle zusammenholen. Bis gleich, Jungs. Bis gleich. Ciao, ciao. Ich werde eigentlich wie immer Interviews führen, nur sind wir heute nur mit einem Handy unterwegs und können das aber dank der 5G-Vodafone-Technik live in die Sendung streamen. Wir schicken riesen Datenmengen durch Europa. Wir übertragen aus 4 verschiedenen Orten in Europa und haben eben keine Latenz, sodass sich die handelnden Personen in Echtzeit miteinander unterhalten können. Also ohne spürbare Verzögerung. Wir haben mit 5G den wesentlichen Vorteil, dass wir mit geringer Latenz, also mit einem Wimpernschlag, wie wir immer sagen, die Daten übertragen. Sprich, das Aufrufen der Daten passiert sehr schnell. Und zusätzlich haben wir auch noch die riesige Kapazität, die im 5G-Netz nun ermöglicht wird. Wenn man jetzt sagt, 4G waren zweispurige Autobahnen, dann ist 5G eine 6-spurige oder 8-spurige Autobahn. Also der Vorteil ist, überleg mal, du bist im Stadion und willst gerade mit dem Smartphone was machen und dann geht das nicht, weil so viele Leute da sind. Das passiert bei 5G nicht. 6. Achtung, Musik. 4, 3, 2, 1. Viel Spaß. 68 Tage warten sind endlich vorbei. Die Durch die 5G-Verbindung ist man halt extrem flexibel, was Gäste betrifft und was alle möglichen Schalten betrifft. Achtung, Anso, kommst ins Bild? Ja, liebe Grüße aus Leipzig. Die Bundesliga ist zurück und dementsprechend auch die Fans. Hat den Vorteil, dass man einfach weltweit Leute anfragen kann. Mit einem Klick ist man in der Sendung mit drin. Und durch diese Watchparty, wie wir es jetzt machen, ist es unglaublich ressourcenschonend. Niemand muss reisen. Wir sind extrem flexibel, kennen das technische Setup und können so Fehler vermeiden. Freddy, wie viele Tore haben Sie denn gemacht nach Standards? Hast du uns das schon gesagt? War ich da zu sehr bei Goretzka? Nein, tatsächlich nicht. Also nach Freistößen waren es tatsächlich schon 4 Tore, die sie gemacht haben. Das ist tatsächlich relativ viel in der Bundesliga. Robin Goosen hat am Wochenende wieder Spiel. Den hätten wir natürlich in keinem Fall nach Leipzig holen können. Insofern wäre da überhaupt keine Möglichkeit gewesen. Und dasselbe gilt für Melanie Leupolz, die am Wochenende ebenfalls spielt. Dazu noch Mutter ist. Die kriegst du natürlich auch schwer dann nach Leipzig für seinen Case. Und hier können wir eben über die 5G Technik viel flexibler und einfacher großartige Mehrwerte für den Zuschauer generieren. Anso, du bist mittendrin. Ich hoffe, du erlebst einiges. Ah ja, guck mal, du bist ja nicht mal alleine. Laura ist bei dir. Laura von Torra, ja wunderbar. Dann jetzt ihr beide. Das ist mir meine ganze Einleitung. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier neben einer Frau, die man eigentlich gar nicht vorstellen muss, weil sie sowieso jeder kennt. Laura von Torra ist hier, hey. Großer Mehrwert, gerade in Bezug auf den Field Reporter, der in der normalen Fernsehwelt eben fixiert an einer Position im Stadion sich aufhalten muss. Er darf sich theoretisch aber in anderen Bereichen aufhalten. Und das ist eben dann möglich, wenn du flexibler produzieren kannst, wie wir es eben mit der 5G-Technologie machen können, sodass die Field Reporterin nicht nur am Spielfeldrand zugegen ist, sondern theoretisch Interaktion mit den Fans machen kann, eventuell im Stadionumlauf mit anderen VIPs sprechen kann. Also schon ein sehr, sehr großer Mehrwert gegenüber der traditionellen Übertragungstechnik. Ihre Eindrücke zum Spiel. Wir hatten schon Pfosten, Abseitstor, 2 Treffer. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist, dass es halt super flexibel ist. Also wir verkabeln uns halt kurz, haben letztlich ein Handy und mein Mikrofon und sind live in der Sendung. Und wir hatten das ja schon in der Vergangenheit, dass sich ein Reporter mal in die Sendung irgendwie per Ton, also nur den Ton geschaltet hat oder auch mal vielleicht mit Bild. Aber so wirklich Live-Interviews während eines Spiels gab es bisher noch nicht.
Ist eine Premiere, haben wir sehr, sehr gerne unterstützt. Tatsächlich ist es so, dass wir genau solche Cases bei der DFL lieben, weil sie uns auch immer challengen und uns dabei helfen, uns selbst auch weiterzuentwickeln. Also wir freuen uns sehr über die Idee und nicht nur über die Idee, sondern der Reiz liegt wie immer auch in der Machbarkeit. Und deswegen freuen wir uns insbesondere auf dieses Novum auch innerhalb der Liga. Melanie, Fazit zum Spiel, zumindest ein erstes kurzes. Es war schon ein richtig schönes Topspiel, fand ich. Ja, war intensiv, war viel drin. Diese Übertragungsart mit 5G kann das auf jeden Fall grundlegend verändern. Also ich glaube, ich kann mir ein gutes Beispiel vorstellen, dass es ein Hybrid gibt aus 5G-Übertragung und klassischer Übertragung. Also ein Hybrid auf jeden Fall, weil du natürlich auch viel mobiler bist. Wir haben es ja vor Ort gehabt. Ann-Sophie Kimmel war einfach mit einem Handy in Leipzig und hat Interviews gemacht, die du so nicht erkannt hättest in einer, sag ich mal, schlechteren Qualität oder so. Das ist sauber durchgelaufen. Xaver Schlager ein 1:1 gegen die über Bayern sozusagen, klingt auf dem Papier. Deswegen sind wir sehr interessiert daran, insbesondere was die großen Live-Partner wie The Zone rund um die Bundesliga noch an Mehrwerten beibringen. Also wir beobachten das sehr interessiert und begleiten und unterstützen das auch, entweder wir bei der DFL oder unsere Kollegen der Sportcast in der Produktion. Das war's von dieser Vodafone 5G-Übertragung, die es möglich gemacht hat. Wir waren überall, London, Bergamo, Freddy Tappe, Shoutout nach Düsseldorf, der Mann für die Daten. Anso war sehr flach. Also das erste Gefühl jetzt kurz nach der Übertragung, das hat unglaublich gut funktioniert, weil normalerweise hatten wir so ein bisschen Skepsis, okay, hält die Verbindung? Gibt's Hakler, ne? die typischen Streaming-Dinge einfach, die man so aus dem Alltag kennt. Ich habe mich während des Spiels ein paar Mal so erwischt, wie ich so einfach so dieses Couch-Feeling hatte, als wenn ich einfach ein ganz normales Spiel gucken würde. Und dann ist mir wieder eingefallen, ach ey, du bist ja gerade live und du musst auch ein bisschen sabbeln. Von daher echt eine richtig geile Erfahrung, hat voll Bock gemacht und auch für mich kann ich nur sagen, sehr gerne wieder. Also ist schon Wahnsinn, was das Netz, in dem Fall Vodafone, alles so möglich machen kann. Also ich habe keinen Reiseaufwand, ich kann daran teilnehmen. Die Verbindung war auch super, was ich gar nicht so erwartet hätte und hat super viel Spaß gemacht, also gerne wieder. 6, 5, 4, 3, 2, 1 and take us. And confirmed, you are clear, you are clear.